Heute geht es ums Thema Rhabarber, Chips davon eben selber machen. Schaut einmal an, was da für ein schöner Rhabarber ist, bevor der komplett auswächst, weil die Wetterverhältnisse einfach schön sind, dann ein bisschen Regen und dann schießt er auf einmal voll hoch und dann kann man ihn nicht auf einmal verbrauchen. Ich euch jetzt natürlich mit, wie das Ganze funktioniert. Denn unser Kräutercube ist nicht nur eine Trocknung, sondern auch eine Nachreifung. Das heißt, dass der Rhabarber die ganzen Vitamine, die ganzen Inhaltsstoffe viel intensiver werden. Und wenn man die Chips dann isst, das ist einfach nur was Leckeres. Schaut weiter das an und ich nehme euch da jetzt mit. Sind die Rhabarberblätter. Jetzt werde ich die Stängel einmal unten. Schaut einmal. Da sieht man die riesigen Blätter. Der ist ja schon sehr gut gewachsen. Und da sind die Rhabarberstängel. Die werde ich jetzt zusammen ernten und die schneide ich da jetzt aber ab, weil ich verwende eben nur die Rhabarberstiele. Eine kurze, frische haben wir da auch dabei und die tue ich natürlich auch dazu. Die Blätter schneide ich einfach ab und dann habe ich nur die Rhabarberstiele. Jetzt ist der Rhabarber fertig geerntet, gewaschen habe ich ihn und jetzt werde ich ihn einmal so schön, schaut mal, was das für eine coolen, fast so wie Locken sind. Und das werde ich jetzt mit dem ganzen Rhabarber eben machen. So. Und der wird jetzt da auf die Fächer von der Kräutercube eben aufgelegt. Das werde ich jetzt das ganze Gitter eben damit voll machen und die inneren Stücke von Rhabarber kann man dann auch längs aufschneiden, wie es halt geht. Und den Rest tue ich jetzt in so 3 bis 5 mm Scheiben eben schneiden. Die lege ich dann auch gleichmäßig auf die Gitter auf. Ja. Da habe ich jetzt die Stücke aufgeschnitten und die leere ich jetzt da mal aufs Gitter und dann tue ich sie mit den Händen gleichmäßig aufteilen. Jetzt ist der Rhabarber fertig zusammengeschnitten und von der äußersten Schicht, schaut mal, was da für coole Locken entstanden sind und da sieht man auch die schöne rote Farbe von Rhabarber und die werden jetzt schonend getrocknet und da sind schon die aufgeschnittenen Teile und die, was ihr da seht, die tue ich jetzt noch ins unterste Fach rein. Die werden jetzt auch auf das Gitter gleichmäßig aufgelegt und dann geht's ab zur Trocknung. Jetzt ist der Rhabarber fertig getrocknet und schaut euch das Ergebnis an. Wie ja bekannt ist, hatte der Rhabarber einen sehr hohen Wassergehalt und da sieht man auch schön, wie der Rhabarber eben klein geworden ist, weil das ganze Wasser eben über die Zellstruktur von innen nach außen entzogen wird. Also bleibt nur mehr der Geschmack da, die Vitamine, die ganzen Inhaltsstoffe und vom Volumen wird er natürlich dann viel kleiner. Und da sieht man schön, dass die Farbe eben alles erhalten geblieben ist und das funktioniert wunderbar mit unserer Infrarot-Trocknungstechnologie. Den Rhabarber kann man, so wie er da jetzt eben getrocknet ist, sehr vielseitig einsetzen. Man hat die Möglichkeit, den Rhabarber aufzumahlen und dann sein eigenes Pulver draus zu machen. Oder man gibt die Stücke da eben in Tee ein und das bringt so ein gutes zusätzliches Aroma, wenn man zum Beispiel die eigenen Teeblätter eben macht, wie ihr ein sehr gerne das Video anschauen könnt. Man kann aus die eigenen Beerenblätter seinen eigenen fruchtigen Tee machen und wenn man da Rhabarberstücke dazu tut, das ist einfach was Aromatisches und was sehr Leckeres. Sieht man auch schön, dass die Fächer von oben bis unten gleichmäßig getrocknet sind. Und man hört auch, dass das schön gut trocken ist. Da bei den Fach das Gleiche. Sieht man auch, wie das schön getrocknet ist. Da sieht man auch noch die Schale vom Rhabarber und die ist auch sehr gut getrocknet und das Rötliche und das Grünliche, die ganze Farbe ist eben alles erhalten geblieben. Und wisst ihr, was jetzt auch noch möglich ist bei uns im Online-Shop, wenn ihr die große oder die kleine Kräutercube bestellen wollt?
bis 31. Juli habt ihr die Möglichkeit, mit 0% Zinsen die zu bestellen auf Ratenkauf mit Cashpresso. Das ist über die Reiker Bank möglich. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonnieren würdet. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch und es kann auch sehr gern geteilt werden, damit viele erfahren von der Kräutercube. Das ist nämlich keine normale Trocknung oder Lufttrocknung, sondern das ist eine spezielle Infrarottrocknung. Das kann man mit den anderen Trocknungssystemen überhaupt gar nicht vergleichen. Schaut euch die Video an oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, könnt ihr ja sehr gerne reinschauen unter www.kräutercube.at. Da sind sehr viele Informationen drinnen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns auch sehr gerne an. Bis bald zum nächsten Video.